Jo, Timon hier, das hier ist das zweite Among Us Taktik-Video dazu, wie ihr als Crewmitglied den Imposter bei Among Us am ehesten enttarnen könnt. Nur kurz das Update, so es funktioniert am ehesten, wenn ihr nicht im Chat arbeitet, sondern wenn ihr wirklich alle über Headphone, also wenn wirklich alle sprechen. Ihr müsst irgendwie die Sprache der Person hören können, sonst ist es schwierig, diese Tricks abzuziehen. Ich gebe euch also 3, 4 kleine Techniken mit denen ihr hoffentlich als Crewmate den Imposter, psychologische Tricks, den Imposter bei Among Us entlarven könnt. Nochmals, ich bin kein Zocker, es gibt also bestimmt eine ganze Reihe besserer spieltechnischer Techniken, um das zu erreichen, aber hier sind meine Psychotricks dafür. Nummer 1, lasst euch nicht von Reciprocity, also von gegenseitiger Dankbarkeit reinziehen. Wir haben oft das Gefühl, dass wir Menschen, das ist einfach in uns verankert, dass wir Menschen, die uns was Gutes tun, auch was Gutes tun müssen. Das bedeutet, ich habe das im Strategievideo dazu, wie ihr als Mörder die Crewmitglieder umlegen könnt, schon mal erklärt. Das bedeutet, dass wenn jemand uns zum Beispiel sagt, ja, ich glaube, dass, sagen wir sind blau, ich glaube, dass blau unschuldig ist, dass wir dann schnell dazu neigen, auch sagen zu wollen, ja, ich glaube, dass orange auch unschuldig ist. We got their back, ne? Wir möchten die Person irgendwie supporten. Wenn ihr euch dadurch reinziehen lasst, seid ihr so aber sehr, sehr einfach zu manipulieren. Nummer 2, achtet in der Sprache, wie immer beim Lügen erkennen, auf Veränderungen im Baseline Behavior, also im Baseline Verhalten. Die Baseline ist das Verhalten einer Person, wie es normalerweise ist. Wenn ihr einer Person gegenübersteht und ihr seht die Person, ist natürlich einfach ein komplettes Bild der Baseline zu erstellen. Dieses Mal geht es nur über die Sprache. Ihr achtet darauf, wie schnell redet die Person, wie laut redet die Person, ist es laut oder leise, wie viele Pausen sind drin, wie oft referiert die Person an sich selbst, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wie viele Pausen macht sie und so weiter. Das Einzige, was beim Lügen konsistent ist, ist, dass eine Person ihre Baseline verändern wird. Es kann also sein, dass eine Person, die meistens sehr, sehr leise spricht, auf einmal besonders überzeugend rüberkommen möchte und viel lauter spricht. Oder dass eine Person, die meistens sehr langsam spricht, plötzlich besonders selbstbewusst scheinen möchte und viel, viel schneller spricht. Jetzt fällt mir gerade ein, das hätte ich vorhin im Strategievideo für Mörder sagen können, wenn ihr der Mörder seid, hier ist ein Bonustipp für die Mörder, wenn ihr das schaut, dann achtet natürlich darauf, dass ihr eure Baseline möglichst nicht verändert, damit man euch daran nicht entlarven kann. Achtet also auf die Baseline, erstellt eine Baseline der Stimmen, das ist natürlich einen Tacken einfacher, wenn ihr mit Freunden spielt, als wenn ihr mit Fremden spielt, aber wenn ihr die Baseline einer Person beobachten könnt und ihr bemerkt, dass da eine Veränderung in der Baseline der Stimme ist, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass diese Person der Imposter ist oder gerade zumindest was Unwahres sagt. Nummer 3, beim Lügen werden oftmals die Referenzen an sich selbst weniger. Das heißt, wir sagen weniger, ich habe das gemacht, weniger, mir ist dieses und jenes passiert, weil wir uns psychologisch von der Lüge distanzieren möchten. Das heißt, alle selbstreferierenden Worte werden weniger. Wenn euch das auffällt, kann das auch wieder ein Hinweis darauf sein, dass diese Person eventuell lügt und bei Among Us der Imposter ist. Und last but not least, wenn wir lügen, versuchen wir oft Menschen mit einer unglaublich hohen Detaildichte von unserer Lüge zu überzeugen. Wir meinen, dass wir, wenn wir etwas erlebt haben, wenn wir etwas mitgemacht haben, dass wir eine viel höhere Detaildichte haben müssten, als wir sie eigentlich hätten. Das bedeutet, wenn ich im echten Leben jemanden anlüge, könnte es sein, boah, dass ich sage, ich bin mit Maxi in seinen blauen Opel eingestiegen und dann sind wir links rumgefahren und dann sind wir an diesem Orangenbaum vorbeigekommen. Das sind alles Details, die ich wahrscheinlich, wenn ich das echt erlebt hätte, gar nicht wüsste. Aber weil ich lüge und besonders überzeugend sein möchte, jetzt meine, dass ich diese Details einfügen muss, um es überzeugend zu machen. Die Detaildichte bei einer Wahrheit ist meistens viel geringer als die Detaildichte bei einer Lüge. Das heißt, wenn euch auffällt, dass jemand plötzlich verdächtig viele Details einstreut darüber, was er wann, wo, wie, mit wem gemacht hat, kann es auch da wieder sein, dass das eine Lüge ist. Das sind so meine 4 kleinen Psychotipps, um als Crewmitglieder den Imposter bei Among Us zu finden. Ich hoffe, ihr habt was dran. Liebe Grüße.